Michael war ein typischer Stadtbewohner, der vom Rhythmus der Großstadt absorbiert wurde. Er war an den Straßenlärm, das Blinken der Neonlichter und den endlosen Strom von Autos gewöhnt. Seine Tage verbrachte er am Büroschreibtisch, vor dem Computer sitzend und vertieft in die Welt der Geschäftsverhandlungen. Aber eines Tages wurde Michael vorgeschlagen, wandern in die Berge zu gehen. Dieses Angebot schien ihm seltsam und ungewöhnlich, aber eine innere Stimme sagte ihm, dass es sich lohnt, etwas Neues auszuprobieren. So stimmte er, mit einem Gefühl der Unsicherheit, zu. Während der Wanderung befand sich Michael weit weg von der vertrauten Hektik des Stadtlebens. Die ersten Tage in der Natur waren für ihn eine wahre Herausforderung. Er hatte Schwierigkeiten, sich an die Stille und das Fehlen des Internets zu gewöhnen. Aber nach und nach, dank der Hilfe von Freunden und der Schönheit der umgebenden Natur, begann sich Michael zu verändern. Jeder Tag brachte etwas Neues, atemberaubende Aussichten, beeindruckende Sonnenuntergänge, den nächtlichen Himmel, übersät mit Millionen von Sternen. Er lernte über Pflanzen, Tiere und die Geschichte der Berge. Auf dem Gipfel eines der Berge sah Michael zum ersten Mal den Sonnenaufgang. Das Sonnenlicht, das durch die Wolken drang, schien seine Seele zu erwecken. In diesem Moment erkannte Michael, dass alles, wonach er so lange gesucht hatte, direkt vor ihm lag, in der Natur. Er spürte die Harmonie, die Ruhe und die Freude, die er in der Stadt nie empfunden hatte. Als er nach Hause zurückkehrte, brachte Michael nicht nur viele Eindrücke und neues Wissen mit sich, sondern hatte sich auch innerlich verändert. Jetzt verbringt Michael jeden freien Tag an der frischen Luft. Er geht wandern, spaziert durch Parks und genießt die Natur um ihn herum. Seine Freunde sind überrascht von diesen Veränderungen, aber Michael ist überzeugt, dass das wahre Leben nicht im Büro, sondern draußen in der Natur zu finden ist, wo man echtes Glück und Harmonie mit der Natur finden kann.